Assalamu alaikum, liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute zeige ich euch, wie macht man pakistanische indische Brot, Chapati. Das ist ein sehr wichtiges Teil von unserer Küche und das essen wir ungefähr jeden Tag mit Curry oder Gemüse. Jetzt zeige ich euch, wie macht man Chapati. Es ist ein ganz einfaches Rezept. Wir brauchen nur 4 Zutaten. Hier habe ich ein speziell Vollkornmehl für Chapati, aber RUCHMEHL geht auch gleich. Und Sie können auch in Vollkornmehl ein bisschen WEISSMEHL mischen und dann geht das auch gut. Und dieses Mehl nehme ich 4 Tassen. Dann brauchen wir 1 Esslöffel Sonnenblumenöl und ein bisschen Salz. Und Weißmehl brauche ich für später. Ich benutze es nicht in den Teig. Jetzt kneten wir den Teig mit Wasser. Ich schalte den Maschine auf der Stufe 2 ein und ich brauche 2 bis 3 Tassen Wasser. Ich gebe das Wasser langsam ein und ich muss immer wieder schauen, wenn das sehr flüssig ist, kann man immer wieder noch ein bisschen Mehl hinzufügen oder wenn es sehr hart ist, kann man ein bisschen noch mehr Wasser hinzufügen. Das kann man auch ohne Maschine mit Hände kneten und wir kneten bis gut verbunden ist und ich habe total 3 Tassen Wasser eingegeben. Der Teig ist jetzt bereit und wir lassen es 15 bis 20 Minuten aus der Kühlschrank oder in der Kühlschrank. Falls Sie keine Zeit haben, können Sie auch anfangen, direkt Chapati zu machen, aber es ist besser, wenn Sie ein bisschen Zeit, halbe Stunde oder 20 Minuten den Teig lassen und dann anfangen mit Chapati zu machen. Jetzt machen wir Chapati. Dafür brauche ich 2-3 Esslöffel Weißmehl, damit der Teig nicht mit Händen klebt. Und für Chapati brauche ich die Pfanne sehr, sehr heiß und ich kann das auch ein bisschen wärmen und ich mache den Herd auf dem höchsten Stufe. Jetzt nehme ich ein kleines Portion Teig für Chapati. Zuerst mache ich in eine Kugelform und dann mache ich flach und dünner. Zuerst presse ich die Ecken mit der Hand und dann machen wir es flach mit dem Rolle.
Und wenn der Chapati anfängt braun zu werden, kann ich Hitze ein bisschen weniger machen. Und auch ich presse mit dem Tuch, von wo der Chapati nicht braun ist, damit das alle Seiten gleich gekocht ist. So, jetzt ist unser sehr leckeres Chapati bereit und das ist sehr einfach zu machen. Jeder kann das probieren. Und Sie können auch mit dem Tuch zudecken, damit das warm bleibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und für mehr Rezepte auf Deutsch können Sie in Kommentare schreiben. Abonnieren Sie meinen Kanal. Danke zum Anschauen. Allah Hafiz.